Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Heute mal was Besonderes, deswegen auch hier so im Dunkeln. Wir machen eine Fahrt nach Österreich und zwar mit 2-Mann Besetzung. Ja, das hat man selten, also hier bei uns auf jeden Fall. Warum das so ist, warum man eine 2-Mann Besetzung haben muss und so, erzähle ich euch nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Also wir fahren heute mit 2 Mann nach Österreich. Wir nehmen Leute von Dortmund, die müssen nach Österreich, Mosheim. Alles kein Problem, das sind knapp 800 Kilometer. Hätte man vielleicht mit einem Fahrer, obwohl das auch schon immer ganz knapp kalkuliert ist, aber mit den 10 Stunden Lenkzeit hätte man das vielleicht auch schaffen können. Aber jetzt kommt der entsprechende Punkt. Die wollen an dem Tag um 10 Uhr, also heute ist Donnerstag, und die wollen Freitag um 10 Uhr da nochmal so ein Paraflying, was weiß ich, vielleicht kann ich noch ein paar Aufnahmen machen, da unternehmen und nachmittags so um 1, 2 Uhr erst zum Hotel. Also das wäre mit Ein-Mann-Besetzung unmöglich, ne? Und deswegen der zweite Fahrer. Und wie sich die ganzen Zeiten aufteilen und so, erzähle ich euch. Mal gucken, wenn ich das jetzt schaffe, hier im Dunkeln oder morgen, wenn es hell wird. Aber ganz wichtig ist, wir starten gleich um 21 Uhr, dass beide Fahrer ihre Karten gleichzeitig reintun. Das zählt dann eben halt zu 2-Mann-Besetzung. Zur Not hätte auch der andere Fahrer, Kollege Olaf, eine Stunde später irgendwo zusteigen können. Das wäre auch noch im Rahmen des Möglichen. Aber sicher ist sicher, direkt von Anfang an beide Karten rein. Dann haben wir eine Lenkzeit von, als Schichtzeit von 20, maximal 21 Stunden. Und wir durften, er darf 10 Stunden fahren, ich darf 2 Stunden fahren, in einem Zeitraum von 30 Stunden. Wie das alles sich zusammensetzt, wie gesagt, erzähle ich euch bestimmt morgen, weil jetzt ist gleich dunkel, ist auch ein bisschen knapp. Vielleicht zeige ich euch nur, wie wir gleich die Karten reintun und alles andere im hellen Morgen. Bleibt dran! Jetzt tun wir beide Karten gleichzeitig rein und machen natürlich die Eintragungen und dann kann es losgehen. So Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir die beiden Karten jetzt reingelegt. Das sieht man hier, das sind die Karten. Karte 1 vom Olaf, Karte 2 von mir. Er hat jetzt schon Arbeitszeit, weil er ja noch die Abfahrtskontrolle machen muss. Ich habe schon Ruhezeit, also ich bin gerade am Ruhen, ich bin nicht am Arbeiten, ich bin kein Dings am Machen, deswegen dieses Bett als Ruhezeit. So, ab jetzt gleich 21 Uhr, wie gesagt, fahren wir los und dann müssten wir morgen 9 Uhr, 10 Uhr da sein. Der Kollege, der ist schon fleißig gefahren. Wir haben noch circa 500, was war das, 71 Kilometer vor uns. Autobahn nachts ist meistens frei, kein Stau. Er ist schon 3 Stunden und 30 Minuten am Fahren. Ich habe mich schon so ein bisschen ausgeruht. So Leute, in meiner Schlafkabine hier kann ich mich dann ausruhen. Wenn der andere Fahrer fährt, dann kann ich hier 4 Stunden, 4,5 Stunden, je nachdem, mich ausruhen. Dann wird Fahrerwechsel gemacht und ja, so geht's dann. Ich zeige euch mal die Fahrerkabine für diejenigen, die das nicht wissen. Natürlich müssen die Fahrerkarten getauscht werden. Ja. Wenn Fahrerwechsel ist, dann kommt von Schacht 2 in Schacht 1, also von mir in Schacht 1 und von Olaf in Schacht 2. Dann kann nichts passieren. Platz genug. So Leute, jetzt noch mal ein paar Details dazu, wie sich das alles so zusammensetzt. Doppelbesatzung, ich habe vorhin Besetzung gesagt, das heißt wohl Doppelbesatzung. Wir sind jetzt hier in Österreich angekommen und der spezielle Punkt, warum wir mit 2 Mann fahren mussten, ist dieses. Wir sind ja 9 Uhr abends losgefahren vom Betriebshof, beide Karten reingelegt.
Wenn man jetzt eine 15 Stunden Schichtzeit, nicht Lenkzeit, Schichtzeit macht, dann müssten wir, wenn man wieder auf 9 kommt, werden ja 12, 13, 14, 15, 12 Uhr wäre sozusagen die reine Schichtzeit, was ich überhaupt hier im Bus alles so machen darf, vorbei. Punkt Nummer 1. Punkt 2, jetzt kommt es noch mit der Lenkzeit. Wir dürfen ja 9 Stunden lenken und zweimal in der Woche auch auf 10 erhöhen, also eine Stunde mehr. So, da wären wir bei 10 Stunden. Und wir haben einen Kilometer von 873 Kilometer waren das bis zum Endziel. So, und ist zwar eine Nachtfahrt gewesen, aber mit, wenn da noch Stau ist, man kann ja nicht nur die ganze Zeit mit 100 fahren, ja, ab und zu hat man 80, dann hat man Baustellen 60, das wäre schon ganz knapp. Sagen wir mal, wir hätten das auch noch geschafft. So, Schichtzeit 15, Lenkzeit 10, da wären wir so bei 12 Uhr mittags. So, jetzt aber die Gruppe, die möchte 9 Uhr bis 10 Uhr wollten die schon hier sein. Da hätten wir noch 2 Stunden warten können. Aber die wollen den ganzen Tag noch irgendwie Paragliding machen und so was alles. Ich zeige euch mal auch ein paar Aufnahmen gleich noch. Und die wollten 16 Uhr erst wieder zurück zum Hotel, wo wir jetzt gerade stehen. Ja, so, das hätte absolut gar nicht mit einem Mann geschafft. Wenn ich 12 Uhr doch meine Schichtzeit schon zu Ende habe, dann müsste ich ja 9 Stunden Ruhezeit haben, damit ich die Leute auch noch von da nach hierhin fahren kann. Ja, dann wäre das Abendessen zu kalt. Also hat vorne und hinten nicht gepasst. Deswegen die Lösung eben halt 2 Mann. Und mit 2 Mann Besetzung dürfen wir 10 Stunden der Kollege, 10 Stunden ich, also 20 Stunden lenken und plus 30 Stunden hätten wir dann auch noch Arbeitszeit. Die werden aber verkürzt, weil der eine ja die ganze Zeit immer Pause macht, dann fährt der andere auf 20 Stunden Schichtzeit. Ne? Abends dann so, ja, spät nachmittags um 18 Uhr hätten wir dann unsere Schicht beenden müssen. Die sind 15:50 Uhr, 15:30 Uhr sind die dann gekommen, haben wir noch 2,5 Stunden Zeit gehabt bis zum Hotel, hat alles wunderbar geklappt. Das war der ganze Hintergrund, 2-Mann-Besetzung. Jetzt auf dem Rückweg kommt das natürlich auch zugute. Die 870, die bleiben ja die Kilometer. Damit es nicht ganz knapp wird, habe ich den zweiten Kollegen auch noch mit dabei. Natürlich ist das für den Betrieb, wenn er das bezahlt kriegt, egal, weil die Leute, die das hier alles organisiert haben, ich stehe übrigens gerade hier vor so einem Riesenberg, ich zeige euch das gleich mal, die müssen die ganze Fahrt bezahlen. 2 Mann sind mit drin. Dementsprechend hat man ja auch den Kostenvoranschlag gemacht. Und natürlich auch 2 Hotelzimmer, Einzelzimmer. Ich gehe ja nicht mit dem Kollegen da ins Bett. Ja, nicht ins Bett, ins Zimmer. Und ja, wenn das alles gegeben ist, steht bei 2-Mann-Besetzung nichts im Wege. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen detailliert erklären, die einzelnen Sachen, was man dazu braucht, wann welche Besetzung, weil es da führe ich jetzt mal so eine Liste auf, so ein Diagramm, da könnt ihr auch nochmal alles ablesen. Aber das wollte ich euch nochmal zeigen. Ich mache mal Live-Aufnahme. Jetzt drücke ich auf diesen Knopf und guckt mal. Sagenhaft, oder? Wirklich sehr schön. Ich bin ja hier mit meinem Volvo unterwegs. Ich habe mir auch das Teil, was ich euch mal vorgestellt hatte, hier schon dran gemacht. Eine Kamera für die Front und da vorne für mich. Damit mache ich auch noch ein paar gleich Aufnahmen. Vielleicht seht ihr das in einem anderen Video auf dem anderen Kanal oder auch hier. Hier noch ein paar Aufnahmen von ganz oben. Mit der Gondel sind wir 1850 Meter hoch. Und hier machen die dann diese Paragliding oder wie das heißt. Wir waren auch eingeladen, da mitzumachen, aber aus versicherungstechnischen Gründen haben wir das natürlich nicht gemacht. Stellt euch mal vor, uns wäre was passiert beim Landung, Bein gebrochen, Arm gebrochen. Wer hätte die Gruppe wieder zurückfahren müssen? Also solche Abenteuergeschichten lassen wir dann lieber sein. Jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Bus. Der Kollege ist gefahren.
Und dann haben wir schon die ganze Thematik mit der Doppelbesatzung durch. Gleich noch den Abschluss. Der Kollege hier, guck mal, was er da macht. Alles gut. Er selber hat sich vertan. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen über die Doppelbesetzung so ein bisschen reden, so ein bisschen erklären. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, in Beispielen habe ich das eben nochmal dokumentiert. Und ansonsten gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Wenn ihr noch mehr Einzelheiten vielleicht besser erklärt als ich wissen wollt, oder es gibt bestimmt noch ein paar Experten, die können dann natürlich hier unten ihre Kommentare abgeben, wenn ich was vergessen haben sollte oder so. Aber so wird das in der Regel praktiziert. So, man sieht sich wieder in einem anderen Video. Schaut auch auf dem Kochkanal vorbei, das sage ich immer wieder. Der ist so langsam am Kommen, aber noch ein bisschen träge. Mit eurer Unterstützung können wir den auch auf Vordermann bringen, dass er wächst. So, jetzt aber wieder genug geredet. Ich sag nur Servus, Grüß Gott, was weiß ich, was man hier in der Schweiz, wollte ich schon sagen, in Österreich so sagt. Ich sage auf jeden Fall, bleibt gesund. Euer Mehmet Ui. Ciao Leute.